Hallo und willkommen zu unserem Deutsch-Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein Thema, das du in Deutschland fast jeden Tag brauchst. Öffentliche Verkehrsmittel. Ja, das ist wirklich ein Thema für den Alltag. Bus, Bahn, U-Bahn. Das benutze ich ständig. Genau. Und für viele Lernende ist das eine stressige Situation. Du stehst am Bahnhof. Du weißt nicht, welcher Zug der richtige ist. Du willst jemanden fragen, aber die Wörter fehlen. Das kenne ich sehr gut. Ich habe manchmal einfach den falschen Bus genommen, weil ich nicht gefragt habe. Genau. Und das passiert vielen, nicht weil sie kein Deutsch können, sondern weil sie in diesem Moment nicht wissen, wie sie anfangen sollen. Und genau das ändern wir heute. Du lernst, wie du Fragen stellst, wie du verstehst, was dir gesagt wird und wie du dich am Bahnhof, an der Bushaltestelle und in der U-Bahn auf Deutsch zurechtfindest. Das klingt sehr praktisch. Genau. Denn das ist echtes Deutsch, nicht aus dem Lehrbuch, sondern aus dem echten Leben. Stell dir eine typische Situation vor. Du bist neu in einer Stadt, du musst irgendwo hin, du weißt nicht, welchen Bus du nehmen sollst. Was machst du? Ich schaue auf mein Handy oder ich frage jemanden. Genau. Und heute lernst du, wie du diese Fragen auf Deutsch stellst. Einfach, klar und selbstbewusst. Aber bevor wir starten, noch eine kurze Sache. Wir haben unser erstes Buch geschrieben. Es geht um kurze Geschichten aus dem Alltag in Deutschland. Genau wie heute geht es dort um echte Situationen. Bahnhöfe, Busse, Gespräche mit Fremden. Kurz, einfach und natürlich. Mit einem Kauf unterstützt du diesen Podcast extrem und hilfst uns, noch mehr solche Inhalte zu machen. Vielen Dank dafür. Den Link findest du in den Kommentaren. Und jetzt starten wir. Denn heute geht es darum, dass du dich in Deutschland wirklich fortbewegen kannst. Auf Deutsch. Ich bin gespannt. Perfekt. Dann gehen wir ins erste Kapitel. Gut, dann starten wir jetzt. Und ich beginne mit den wichtigsten Wörtern. Denn bevor du Fragen stellen kannst, brauchst du die richtigen Wörter. Ja, ich kenne manche, aber ich bin mir nicht immer sicher. Dann gehen wir sie zusammen durch. Einfach und klar. Das wichtigste Wort ist die Bahn. Das ist der Zug. Du sagst, ich fahre mit der Bahn. Ich fahre mit der Bahn? Sehr gut, dann gibt es die U-Bahn. Das ist die Untergrundbahn. In vielen deutschen Städten sehr wichtig. Ich nehme die U-Bahn. Perfekt. Dann gibt es die S-Bahn. Das ist die Stadtbahn. Sie fährt meistens oberirdisch und verbindet verschiedene Stadtteile. Ich fahre mit der S-Bahn. Sehr gut. Dann gibt es den Bus. Den kennst du sicher. Ich nehme den Bus. Genau. Und dann gibt es noch die Straßenbahn. Das ist die Tram. Sie fährt auf Schienen durch die Stadt. Ich fahre mit der Straßenbahn. Perfekt. Das sind die 5 wichtigsten Verkehrsmittel. Bahn, U-Bahn, S-Bahn, Bus, Straßenbahn. Das ist überschaubar. Genau. Und jetzt kommen die wichtigsten Orte. Der Bahnhof. Das ist der Hauptort, von dem Züge abfahren. Ich bin am Bahnhof. Sehr gut. Die Haltestelle. Das ist der Ort, wo Bus oder Straßenbahn halten. Ich warte an der Haltestelle. Perfekt. Der Bahnsteig. Das ist die Plattform, von der dein Zug abfährt. Der Zug fährt von Bahnsteig 3 ab. Sehr gut. Und das Gleis. Das ist die Schiene, auf der der Zug fährt. In Deutschland hörst du oft, Ihr Zug fährt auf Gleis 4. Ah, Gleis. Das habe ich schon am Bahnhof gehört, aber nie verstanden. Genau. Jetzt weißt du es. Gleis ist die Nummer der Schiene. Jetzt machen wir eine kleine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, ich fahre mit der U-Bahn. Ich fahre mit der U-Bahn. Jetzt, ich warte an der Haltestelle. Ich warte an der Haltestelle.
Jetzt, der Zug fährt auf Gleis 2 ab. Der Zug fährt auf Gleis 2 ab. Sehr gut. Diese Sätze hörst du wirklich jeden Tag in Deutschland. Ich merke, dass ich diese Wörter schon mal gehört habe. Aber jetzt verstehe ich sie besser. Genau. Wörter verstehen ist eine Sache, sie selbst benutzen ist eine andere. Und jetzt kommen noch ein paar wichtige Verben. Fahren. Das benutzt du für Zug, Bus und Bahn. Ich fahre mit dem Bus. Sehr gut. Nehmen. Das ist auch sehr natürlich. Ich nehme die U-Bahn. Perfekt. Umsteigen. Das bedeutet, du wechselst von einem Verkehrsmittel zum anderen. Ich muss umsteigen. Sehr gut. Und einsteigen und aussteigen, das ist in den Zug gehen und aus dem Zug gehen. Ich steige hier aus. Perfekt. Das sind die wichtigsten Wörter und Verben. Damit kannst du schon viel ausdrücken. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du Fragen stellst. Denn das ist der wichtigste Teil, wenn du unterwegs bist. Ja, das brauche ich wirklich. Ich stehe oft am Bahnhof und weiß nicht, wen ich fragen soll. Dann gehen wir weiter. Gut, dann kommen wir jetzt zum wichtigsten Teil. Wie fragst du nach dem richtigen Weg? Wie fragst du, welchen Bus du nehmen sollst? Wie findest du heraus, wann dein Zug fährt? Ja, genau das brauche ich. Ich stehe manchmal da und verstehe die Ansagen nicht. Und dann traue ich mich nicht zu fragen. Das ist ein sehr häufiges Problem. Und der Grund ist meistens nicht das Deutsch. Der Grund ist die Unsicherheit. Du weißt nicht, wie du anfangen sollst. Ja, genau. Ich denke, ich sage es falsch und dann versteht mich niemand. Und das ändert sich heute. Denn ich gebe dir jetzt ganz einfache Fragen, die du sofort benutzen kannst. Die erste und wichtigste Frage ist: Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Das ist ein klassischer Satz. Höflich, klar und direkt. Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Sehr gut. Du kannst das Wort Bahnhof durch jeden anderen Ort ersetzen. Wie komme ich zur Haltestelle? Wie komme ich zum Hauptbahnhof? Wie komme ich in die Innenstadt? Wie komme ich zur Haltestelle? Perfekt. Und jetzt noch eine sehr wichtige Frage. Welche Linie fährt zum Hauptbahnhof? Welche Linie fährt zum Hauptbahnhof? Sehr gut. Das ist ein starker Satz. Du fragst nach der Liniennummer und die Antwort ist dann meistens die Linie 4 oder die U3. Ah, also die Nummer der Linie. Genau. Und dann kannst du weiter fragen, und wo muss ich umsteigen? Und wo muss ich umsteigen? Perfekt. Das sind 3 Sätze, mit denen du in fast jeder Situation weiterkommst. Jetzt gebe ich dir noch mehr einfache Fragen. Wann fährt der nächste Bus ab? Wann fährt der nächste Bus ab? Sehr gut. Hält dieser Bus am Hauptbahnhof? Hält dieser Bus am Hauptbahnhof? Perfekt. Wie viele Stationen sind es noch? Wie viele Stationen sind es noch? Sehr gut. Das ist eine sehr praktische Frage, besonders wenn du in der U-Bahn sitzt und nicht weißt, wann du aussteigen musst. Das frage ich mir oft. Genau. Und jetzt noch eine wichtige Frage für den Zug. Ist das der Zug nach München? Ist das der Zug nach München? Sehr gut. Einfach, direkt und klar. Jetzt machen wir einen kleinen Dialog. Du bist am Bahnhof. Du weißt nicht, auf welchem Gleis dein Zug fährt. Ich bin ein Passant. Entschuldigung, kannst du mir helfen? Natürlich, was brauchst du? Ich suche den Zug nach Frankfurt. Auf welchem Gleis fährt er ab? Moment, ich glaube, der fährt auf Gleis 7 ab. Ah, danke. Und wann fährt er? In ungefähr 10 Minuten. Sehr gut, danke schön. Gern geschehen. Perfekt. Das ist ein echtes Gespräch am Bahnhof. Kurz, klar und natürlich. Das fühlt sich viel weniger einschüchternd an, als ich dachte. Genau. Denn du brauchst keine langen Sätze. Du brauchst nur die richtigen Fragen. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du Ansagen am Bahnhof verstehst. Denn das ist oft der schwierigste Teil. Oh ja,
Die Lautsprecheransagen verstehe ich fast nie. Dann gehen wir weiter. Kurze Pause. Du verstehst Deutsch wirklich gut. Aber Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Welten. Wir bauen gerade ein einzigartiges 30-Tage-Sprachsystem. Für Menschen genau wie dich, die in Deutschland leben oder leben wollen, aber sich noch nicht trauen zu reden. Keine langweilige Grammatik, nur 15 Minuten am Tag. Du kannst dir jetzt deinen Platz sichern und 30% Rabatt auf den Kurs bekommen. Link ist in der Beschreibung. Expertly, where speaking becomes living. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der für viele Lernende sehr frustrierend ist. Die Ansagen am Bahnhof und in der Bahn. Du hörst etwas, aber du verstehst nichts. Ja, das ist wirklich schwierig. Die Stimme ist oft undeutlich. Und alles geht so schnell. Genau. Und das liegt nicht nur an deinem Deutsch. Auch viele Muttersprachler verstehen die Ansagen nicht immer. Die Qualität ist oft wirklich schlecht. Das ist gut zu wissen. Ich dachte immer, nur ich habe das Problem. Nein, das hat fast jeder. Aber trotzdem gibt es ein paar Wörter und Sätze, die du kennen musst. Denn wenn du diese Schlüsselwörter hörst, verstehst du das Wichtigste. Also nicht alles, nur das Wichtigste. Genau, das reicht oft schon. Das erste wichtige Wort ist Verspätung. Das bedeutet, der Zug kommt später als geplant. Ah, das Wort habe ich schon gehört. Aber ich wusste nicht genau, was es bedeutet. Jetzt weißt du es. Wenn du Verspätung hörst, bedeutet das, warte noch ein bisschen, der Zug kommt später. Und wie viel später? Das sagen sie meistens danach. Zum Beispiel, der Zug hat ungefähr 20 Minuten Verspätung. 20 Minuten Verspätung. Genau. Und dann weißt du, du musst warten. Das nächste wichtige Wort ist fällt aus. Das bedeutet, der Zug oder Bus fährt heute gar nicht. Oh, das ist schlechter als Verspätung. Ja, wenn du hörst, der Zug fällt heute aus, dann musst du eine Alternative suchen. Fällt aus, das merke ich mir. Sehr gut, dann gibt es noch planmäßig, das bedeutet, alles ist normal, kein Problem. Also das Gegenteil von Verspätung. Genau. Der Zug fährt planmäßig ab, das ist ein gutes Zeichen. Und dann noch Gleiswechsel, das bedeutet, dein Zug fährt jetzt von einem anderen Gleis ab als geplant. Das ist wichtig, sonst stehst du am falschen Gleis. Genau. Wenn du Gleiswechsel hörst, schau auf die Anzeigetafel. Dort siehst du das neue Gleis. Jetzt gehe ich mit dir durch eine typische Ansage. Ich spreche sie langsam. Du versuchst, das Wichtigste zu verstehen. Achtung auf Gleis 3. Der Intercity nach Hamburg hat heute ungefähr 15 Minuten Verspätung. Wir bitten um Entschuldigung. Okay, ich habe Gleis 3 gehört. Hamburg. Und Verspätung. 15 Minuten. Perfekt. Das ist alles, was du brauchst. Du weißt, wo du stehst. Du weißt, wohin der Zug fährt. Und du weißt, dass du warten musst. Ich muss nicht alles verstehen, nur die Schlüsselwörter. Genau. Das ist das Geheimnis. Hör auf die Schlüsselwörter. Den Rest kannst du ignorieren. Jetzt machen wir eine Übung. Sprecht alle laut mit. Sag, der Zug hat Verspätung. Der Zug hat Verspätung. Jetzt. Der Bus fällt heute aus. Der Bus fällt heute aus. Jetzt. Der Zug fährt planmäßig ab. Der Zug fährt planmäßig ab. Sehr gut. Diese Sätze helfen dir, Situationen sofort einzuschätzen. Noch ein letzter Tipp für dieses Kapitel. Wenn du etwas nicht verstanden hast, frag einfach nach. Du kannst sagen, Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das wiederholen? Entschuldigung, ich habe das nicht verstanden. Können Sie das wiederholen? Perfekt. Das ist ein sehr natürlicher und höflicher Satz. Und die meisten Menschen helfen dir gern. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an,
wie du ein Ticket kaufst. Denn auch das ist eine Situation, die viele nervös macht. Oh ja, der Ticketautomat in Deutschland ist manchmal wirklich kompliziert. Dann gehen wir weiter. Kurze Pause. Ich hoffe, die Geschichte gefällt dir bis jetzt. Falls du Deutsch nicht nur hören, sondern auch wirklich verstehen und sprechen willst, habe ich ein Buch geschrieben. Kurze, spannende Geschichten auf Deutsch, die dich Schritt für Schritt weiterbringen. Jetzt online erhältlich. Link ist in der Beschreibung oder angepinnt als Kommentar. Und jetzt weiter mit der Geschichte. Viel Spaß! Gut. Jetzt kommen wir zu einer Situation, die viele Lernende vermeiden. Der Ticketkauf. Am Automaten oder am Schalter. Ja? Ich kaufe Tickets immer lieber online, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll. Und das ist ein klassisches Verhalten. Aber heute ändern wir das. Denn Tickets kaufen auf Deutsch ist einfacher, als du denkst. Wirklich? Ja, du brauchst nur ein paar Sätze und die lernst du jetzt. Am Schalter, also wenn du mit einer Person sprichst, sagst du einmal nach Berlin bitte. Einmal nach Berlin, bitte. Sehr gut. Das ist der einfachste und direkteste Weg. Du sagst, wohin du willst. Und du sagst, wie viele Tickets. Und wenn ich 2 Tickets brauche? Dann sagst du zweimal nach Berlin bitte. Zweimal nach Berlin, bitte. Perfekt. Und dann kommt meistens die Frage, einfach oder hin und zurück. Was bedeutet das? Einfach bedeutet, du fährst nur in eine Richtung. Hin und zurück bedeutet, du fährst hin und wieder zurück. Ah, hin und zurück ist also eine Rückfahrkarte. Genau. Und du antwortest einfach, bitte. Oder hin und zurück, bitte. Hin und zurück, bitte. Sehr gut. Dann fragt man dich vielleicht noch, erster oder zweiter Klasse. Zweiter Klasse, bitte. Perfekt. Die meisten fahren zweiter Klasse. Das ist normal. Jetzt noch eine wichtige Frage, die du stellen kannst. Was kostet das Ticket nach München? Was kostet das Ticket nach München? Sehr gut. Oder gibt es ein günstigeres Ticket? Gibt es ein günstigeres Ticket? Perfekt. Das ist eine sehr nützliche Frage. Denn in Deutschland gibt es oft verschiedene Ticketpreise. Und am Automaten. Das ist ja noch schwieriger. Am Automaten läuft alles über Tippen. Du musst nicht sprechen, aber du musst die Wörter auf dem Bildschirm verstehen. Die wichtigsten Wörter am Automaten sind Ziel. Das ist dein Zielort, also wohin du fährst. Ziel. Berlin zum Beispiel. Genau. Dann Einzelticket. Das ist ein Ticket für eine Fahrt. Einzelticket. Tageskarte. Das ist ein Ticket für den ganzen Tag. Du kannst damit so oft fahren, wie du willst. Tageskarte. Das ist praktisch. Sehr gut. Und Kurzstrecke. Das ist ein günstigeres Ticket für kurze Strecken innerhalb der Stadt. Kurzstrecke. Also zum Beispiel nur ein paar Stationen. Genau. Und jetzt noch ein wichtiger Satz, wenn du nicht weiterkommst. Du gehst zur Information und sagst, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich verstehe den Automaten nicht. Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich verstehe den Automaten nicht. Perfekt. Das ist ehrlich und direkt. Und die Menschen am Bahnhof helfen dir gern. Das macht mir schon viel weniger Angst vor dem Ticketkauf. Genau, denn du hast jetzt die Wörter und Wörter geben dir Sicherheit. Im nächsten Kapitel schauen wir uns an, wie du in der Bahn oder im Bus mit anderen Menschen sprichst. Kleine Gespräche, die wirklich passieren. Oh, das ist spannend. In der Bahn sitzt man oft neben jemandem und weiß nicht, was man sagen soll. Genau das machen wir als nächstes. Gut. Jetzt kommen wir zu einem Thema, das viele Lernende besonders spannend finden.
Kleine Gespräche in der Bahn oder im Bus. Die kurzen Momente, die wirklich passieren. Ja? Manchmal sitze ich neben jemandem und denke, ich würde gern etwas sagen, aber ich weiß nicht wie. Und das ist normal. Auch Muttersprachler reden nicht immer miteinander. In Deutschland ist man im öffentlichen Verkehr oft ruhig. Das ist kulturell so. Ah, das ist interessant. Ich dachte manchmal, ich tue etwas falsch, wenn ich schweige. Nein. In Deutschland ist Stille in der Bahn vollkommen normal. Du musst nicht sprechen. Das ist gut zu wissen. Aber manchmal passiert es doch. Jemand spricht dich an. Oder du brauchst etwas. Und dann musst du reagieren. Zum Beispiel, Zum Beispiel sitzt jemand auf deinem reservierten Platz. Was sagst du dann? ich würde wahrscheinlich gar nichts sagen und woanders sitzen. Das machen viele. Aber du kannst auch einfach sagen, Entschuldigung. Ich glaube, das ist mein Platz. Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Platz. Sehr gut, höflich und direkt. Die meisten Menschen entschuldigen sich dann und stehen auf. Das ist wirklich einfach. Genau. Und dann gibt es noch andere Situationen. Jemand fragt dich, ist dieser Platz noch frei? Ja, der Platz ist frei. Oder nein, tut mir leid, der ist besetzt. Perfekt. Das sind kurze, klare Antworten. Genau richtig. Und manchmal fragt jemand nach der Uhrzeit. Wie spät ist es? Es ist 2:30 oder es ist kurz nach 11. Sehr gut. Das sind typische Antworten. Und manchmal passiert auch etwas Schönes. Jemand sieht, dass du eine Karte oder dein Handy anschaust und fragt, suchen Sie etwas? Kann ich helfen? Und dann bin ich froh, wenn ich antworten kann. Genau. Du sagst, ja, ich suche die Haltestelle Marienplatz. Wissen Sie, wo ich aussteigen muss? Ja, ich suche die Haltestelle Marienplatz. Wissen Sie, wo ich aussteigen muss? Sehr gut, das ist ein echter Satz. Natürlich und direkt. Und wenn jemand dir hilft, sagst du am Ende, vielen Dank, das war sehr nett. Oder einfach, Dankeschön. Dankeschön, das kann ich auf jeden Fall. Genau. Und manchmal reicht ein Lächeln und Danke. Sprache ist nicht immer nur Wörter. Das ist ein schöner Gedanke. Jetzt machen wir eine kleine Zusammenfassung dieser Alltagsgespräche. Sprecht alle laut mit. Sag, ist dieser Platz noch frei? Ist dieser Platz noch frei? Jetzt. Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Platz. Entschuldigung, ich glaube, das ist mein Platz. Jetzt. Wissen Sie, wo ich aussteigen muss? Wissen Sie, wo ich aussteigen muss? Perfekt. Das sind echte Sätze aus dem echten Leben. Und noch ein kleiner Hinweis. In unserem Sprachlernprogramm arbeiten wir genau an solchen Momenten. Nicht Grammatik, nicht Vokabeln auswendig lernen, sondern echte Gespräche, echte Situationen. Wenn dich das interessiert, schau gerne in die Kommentare. Das klingt nach genau dem richtigen nächsten Schritt. Genau. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss dieser Folge. Ich bin bereit. Perfekt. Dann gehen wir zum Ende. Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Folge angekommen und ich möchte alles noch einmal zusammenfassen, denn heute war wirklich viel Praktisches drin. Ja, ich fühle mich jetzt viel sicherer. Ich glaube, ich kann das nächste Mal am Bahnhof wirklich fragen. Genau das ist das Ziel. Nicht perfektes Deutsch, sondern Deutsch, das dich weiterbringt. Lass uns zusammenfassen. Im ersten Teil haben wir die wichtigsten Wörter gelernt. Bahn, U-Bahn, S-Bahn, Bus, Straßenbahn, Bahnhof, Haltestelle, Bahnsteig, Gleis und die Verben fahren, nehmen, umsteigen, einsteigen, aussteigen. Diese Wörter höre ich jetzt wirklich jeden Tag anders. Genau, wenn du die Grundwörter kennst, verstehst du plötzlich viel mehr. Dann haben wir gelernt, wie du die richtigen Fragen stellst.
Wie komme ich zum Bahnhof? Welche Linie fährt zum Hauptbahnhof? Wann fährt der nächste Bus ab? Ist das der Zug nach München? Diese Fragen geben mir wirklich Sicherheit. Genau. Dann haben wir die wichtigsten Wörter aus den Ansagen gelernt. Verspätung, fällt aus, planmäßig, Gleiswechsel. Wenn du diese Wörter hörst, weißt du sofort, was passiert. Ich muss nicht alles verstehen, nur die Schlüsselwörter. Perfekt. Dann haben wir den Ticketkauf geübt. Einmal nach Berlin bitte. Hin und zurück bitte. Was kostet das Ticket? Das sind echte Sätze, die du sofort benutzen kannst. Und wenn ich den Automaten nicht verstehe, frage ich einfach nach. Genau. Und am Ende haben wir kleine Gespräche in der Bahn geübt. Ist dieser Platz noch frei? Wissen Sie, wo ich aussteigen muss? Kurze Sätze, aber sehr wichtig. Das hat mir am meisten geholfen, weil ich diese Situation wirklich erlebe. Genau. Und das ist der Unterschied. Nicht theoretisch Deutsch lernen, sondern Deutsch für dein echtes Leben. Und jetzt kommt deine Aufgabe für dich und für alle, die zuhören. Okay, ich bin bereit. Das nächste Mal, wenn du Bus, Bahn oder U-Bahn nimmst, stell dir vor, du musst jemanden fragen. Welche Frage würdest du stellen? Denk kurz darüber nach und dann schreib diese Frage in die Kommentare. Das ist eine sehr praktische Aufgabe. Genau. Und wenn du willst, schreib auch, wie die Situation war. Hast du jemanden gefragt? Hat es funktioniert? Denn Lernen passiert nicht nur hier im Podcast. Es passiert in echten Momenten, an echten Haltestellen, in echten Zügen. Ja? Und wenn man es einmal gemacht hat, wird es beim nächsten Mal leichter. Genau. Das ist der Kreislauf. Du traust dich. Es funktioniert. Du traust dich wieder und so wächst dein Deutsch. Und wenn du wirklich Deutsch sprechen willst, in echten Alltagssituationen wie diesen, dann schau dir unser Sprachlernprogramm an. Wir arbeiten dort genau an diesen Momenten. Wie du reagierst, wenn du nervös bist, wie du Gespräche startest, wie du dich wirklich verständigst. Den Link findest du in den Kommentaren. Das ist genau das, was man braucht, wenn man in Deutschland lebt. Genau, dann danke ich dir, dass du heute dabei warst. Denk daran, dein Deutsch muss nicht perfekt sein. Es muss dich nur von A nach B bringen. Und das kann es schon jetzt. Danke dir, Paul. Das war heute wirklich hilfreich. Sehr gerne. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Das hast du sehr gut gemacht. Jetzt ist der nächste Schritt, selbstbewusst zu sprechen. Sichere dir deinen Platz in unserem 30-Tage-Kurs und bekomme 30% Rabatt. Link in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.